Wenn ich ihn sehe, denke ich an meinen Großvater. When I see him, I think of my grandfather. Wenn das Essen schlecht ist, ist es eine echte Enttäuschung. When the food is bad, it's a real letdown. Warum verbringen Sie so viel Zeit vor dem Fernseher? Why do you spend so much time watching TV? Warum waren Sie von der Schule gestern abwesend? Why were you absent from school yesterday? Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich am selben Tisch sitzen? Would you mind if I sit at the same table? Würden Sie mailen diesen Brief für mich senden? Would you mind mailing this letter for me? Würden Sie diesen Brief für mich etwas dagegen zu senden? Would you mind sending this letter for me? Sie brauchen nicht eine formelle Rede vorzubereiten. You don't need to prepare a formal speech. Sie können sich für Ihre Schwester verwechselt Jane haben. You may have mistaken Jane for her sister. Sie scheinen ein wenig unter dem Wetter zu sein. You seem to be a little under the weather. Sie sollten eine halbe Stunde früher verlassen haben. You should have left half an hour earlier. Du hast im Schlaf letzte Nacht sprechen. You were talking in your sleep last night. Sie werden in weniger als 10 Minuten dorthin kommt. You'll get there in less than 10 minutes. Sie sprechen ein wenig zu schnell für mich. You're speaking a little too fast for me. Sie sind am Telefon wollte. Es ist von Tom. You're wanted on the phone. It's from Tom. Eine Gruppe von Leuten hat mir gesagt, nicht dort zu essen. A bunch of people told me not to eat there. Ein guter Geschäftsmann weiß, wie Geld zu verdienen. A good businessman knows how to make money. Ein Blick der Zufriedenheit erschien auf seinem Gesicht. A look of contentment appeared on his face. Ganz plötzlich verlor der Schreiber sein Temperament. All of a sudden, the clerk lost his temper. Wir alle wollen so lange wie möglich zu leben. All of us want to live as long as possible. Alles, was Sie tun müssen, ist diese rote Taste drücken. All you have to do is push this red button. Denken Sie ernsthaft darüber nicht gehen? Are you seriously thinking about not going? Bob hat die Gewohnheit, um 10 Uhr zu Bett gehen. Bob has the habit of going to bed at 10 o'clock. Durch die Zeit, die Sie zurückkommen, haben Sie verlassen. By the time you get back, she'll have left. Könnten Sie bitte wiederholen, was Sie gerade gesagt haben? Could you please repeat what you just said? Hat es Ihnen nicht auftreten, um die Fenster zu schließen?
Didn't it occur to you to shut the windows? Haben Sie mehr als eine Kopie dieses Schlüssels haben? Do you have more than one copy of this key? Glaubst du, ich weiß nicht, was passiert? Do you think I don't know what's happening? Zögern Sie nicht zu fragen, wenn Sie etwas wollen. Don't hesitate to ask if you want anything. Nicht über die Menschen hinter dem Rücken reden. Don't talk about people behind their backs. Waren Sie schon in Leben im Wohnheim daran gewöhnt? Have you gotten used to living in the dorm? Haben Sie eine Antwort auf Ihren Brief erhalten haben? Have you received an answer to your letter? Er ging davon aus, dass der Zug pünktlich sein würde. He assumed that the train would be on time. Er entschied sich in seinem Tagebuch jeden Tag zu schreiben. He decided to write in his diary every day. Er fand es schwierig, seinen Vater zu gefallen. He found it difficult to please his father. Er ist nicht für eine lange Zeit zu ihnen geschrieben. He has not written to them for a long time. Er wird ein neues Fahrrad nächste Woche zu kaufen. He is going to buy a new bicycle next week. Er lebte in einem typischen japanischen Stilhaus. He lived in a typical Japanese-style house. Er machte ein Versprechen, mir ins Kino zu nehmen. He made a promise to take me to the movies. Er nahm ein Taschentuch vom Boden auf. He picked up a handkerchief from the floor. Er rannte so schnell ihn seine Beine tragen konnten. He ran as fast as his legs could carry him. Er stand, weil er einen Anzug trug. He stood out because he was wearing a suit. Er sagte uns, eine sehr spannende Abenteuergeschichte. He told us a very exciting adventure story. Er ging langsam, damit das Kind folgen konnte. He walked slowly so the child could follow. Er war gerade am Rande des Einschlafens. He was just on the verge of going to sleep. Er schreibt an seine Mutter hin und wieder. He writes to his mother every now and then. Er ist so dünn, dass er sich wie ein Skelett aussieht. He's so thin that he looks like a skeleton. Wie kann ich mein Kind zu essen Gemüse bekommen? How can I get my toddler to eat vegetables? Wie hat sie bekommen so viel über Fische wissen? How did she get to know so much about fish? Ich stimme Ihnen mit, dass wir noch einmal versuchen sollten. I agree with them that we should try again. Ich habe immer Jon und sein Zwillingsbruder verwirren. I always confuse John and his twin brother. Ich bin begeistert von der Aussicht, sie zu sehen.
I am excited at the prospect of seeing her. Ich werde Tennis am Nachmittag zu spielen. I am going to play tennis in the afternoon. Ich bin nicht verantwortlich für Sie für meine Handlungen. I am not accountable to you for my actions. Ich spare Geld, um im Ausland zu studieren. I am saving money in order to study abroad. Ich vermeide mit dem Flugzeug Reisen, wenn ich ihm helfen kann. I avoid traveling by air, if I can help it. Ich kann nicht herausfinden, wie das Rätsel zu lösen. I can't figure out how to solve the puzzle. Ich kann nicht herausfinden, warum Sie nicht Jazz mögen. I can't figure out why you don't like jazz. Ich kann ihm nicht verzeihen, wie das für Verhalten. I can't forgive him for behaving like that. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel mir das bedeutet. I can't tell you how much this means to me.